Und es ist eine Sache Fakt, es ist die größte Veranstaltung auf der ganzen Welt. Südfrankreich ist hier gegenüber nichts. Die ganzen arabischen Länder ist es nichts, die asiatischen Länder ist es nichts. Das, was wir die letzten Tage hier erlebt haben, so viele Hypercars, das habe ich noch nie auf einem Fleck gesehen, auf der ganzen Erde noch nicht. Seitdem ich dabei bin, noch nie. So, meine Lieben, wir sind jetzt hier in Pebble Beach. Wir sind jetzt hier sozusagen in so einem Circle, wo dann die exklusivsten Autos ausgestellt sind. Wir schauen uns jetzt mal hier ein paar gängige Modelle an, bei allem Respekt, gängige Modelle. Und dann gehen wir noch mal in einen Bereich, wo noch mal eine abgesperrte Fläche ist, wo die absoluten Hypercars stehen. Pebble Beach müsst ihr darunter verstehen, es ist eigentlich eine reine Oldtimer-Veranstaltung gewesen. Hier sind Oldtimer, die du sonst nie siehst. Hier ist ein Arnold Schwarzenegger, hier ist Ralph Lauren, hier sind die Sammlungen von denen, hier sind Autos für 18, 20, 30 Millionen Euro. Aber wir fangen mal hier an. Hier hat Ferrari seine Autos aufgestellt und ihr wisst ja eigentlich, dass ich eine absolute Ferrari-Brille auf habe. Aber so langsam muss ich sagen, von diesen neuen Modellen, die Ferrari rausgebracht hat, unter anderem auch der Purasan, der da steht. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt, was dieses Auto uns bietet, weil bisher hat es Ferrari noch nie hinbekommen in der Historie, ein Allrad vernünftig auf die Straße zu bekommen. Siehe den FF, siehe den GTC4 Lusso, es sind absolute Problemautos. Und dieses Auto, wenn du den als 12-Zylinder bestellst, ist er knapp, also du kannst ihn bis 600, 650.000 Euro bestellen für ein SUV. Ich sehe das sehr, sehr kritisch. Ich gehe mal hier lang, weil da steht für mich die letzte Generation, die bei Ferrari noch eine Rolle spielt. Auch wenn mein Herz dabei blutet, okay, muss ich sagen, die Marke macht alles gerade falsch. Da oben stehen nämlich noch die letzten Hypercars, aber da kann ich euch auch was drüber erzählen, weil jeder, der die Möglichkeit hat, hier nach Pebble Beach zu kommen, der sollte es unbedingt machen, weil hier seht ihr die Unterschiede. Hier merkt ihr, was absolut Hypercar ist und was kein Hypercar ist. Und wenn Ferrari diese Autos dort aufstellt, der SP3, dann haben wir einmal den SP2, und den SP1. Die beiden Autos, die sehen natürlich gewaltig aus, gar keine Frage. Aber rein theoretisch fährst du hier einen 812er, blenden wir euch mal ein Bild ein, weil es ist alles auf einem 812er basiert und die haben eine andere Karosserie draufgesetzt. Das war's. Also enttäuschend abhaken, tschüss. Dann haben wir dieses Auto, der SP3, der sieht verdammt cool aus, muss sich aber noch auf dem Markt beweisen. Leider sehe ich jetzt hier kein LaFerrari, kein Enzo, weil das ist für mich sozusagen die letzten Hypercars von Ferrari, die eine große Rolle spielen. Alles andere ist zurzeit mit Ferrari extrem kritisch und die komplett neue Modellreihe SF90 wird weit unter Liste gehandelt. Es ist so weit sogar, dass Händler nur noch 2 Autos, also offizielle Ferrari-Händler, dürfen nur noch 2 SF90 inserieren. Mehr nicht, um den Markt zu schützen. Also Ferrari wird es in den nächsten Jahren extremst schwer haben. Und ich als absoluter Ferrari-Liebhaber bin so langsam bei Ferrari raus. So, meine Lieben, jetzt sind wir endlich hier und hier steht jeder rum, okay? Hier steht jeder rum, aber um da reinzukommen, musst du den einen oder anderen kennen. Die spektakulären Autos stehen noch mal da drin. Es sind meist so heftig umgebaute Autos oder die neuesten Autos. Ich kenne hier den einen oder anderen. Wir gehen mal kurz ran, mal gucken, ob er da ist. Okay? Aber ist schon irgendwie geil, wie die Leute hier rumrennen, ne? Das ist schon echt geil. Soll ich euch mal zeigen? Soll ich mal zeigen? Soll ich mal? Yes, sure. Yeah. Where are you from? From Germany. Oh, fantastic. Yeah. Can you take our picture? Yes. I'm friends with Estonia Root. Okay. Really good friend. Okay. Congratulations. Thank you very much. Thank you. Thank you. Thank you. Ich habe keine Ahnung, wer das war, aber ist egal. Wir machen mal jetzt weiter. Wir gehen jetzt rein.
Und dann gucken wir uns das Auto an. Ich bin jetzt völlig raus. Die Frau hat mich völlig aus der Bahn gebracht. Völlig. Ich weiß gar nicht, warum sie mit mir ein Foto hier machen will. Also es ist das Schöne in Amerika. Aber wir gehen jetzt einfach mal rein. Oder? Ich bin völlig perplex. Mal gucken, ob er da ist. Da ist unser Freund. How you doing? Thank you. Can I come in? Come up, yeah. Okay. So. Also ich bin hier bei Hennessy. Wir haben uns den Venom F5 angeschaut. Und Venom F5, F5 steht für höchste Stufe beim Tornado. Can you give me some information about this car? It's got a 6.2 litre twin turbocharged V8 engine With with 1,817 horsepower. 1817 Horsepower. Nochmal, 1817 PS. Das ist Wahnsinn. But the weight? Only 1360 kilograms. Okay, auf 1360 Kilo. Das müssen wir euch einblenden. Das Auto hat mehr PS, als er wiegt. So this model will be 3.6 million US dollars. 3,6 Millionen US-Dollar. Es ist komplett mit Carbon. Und how many cars is now? So there'll only be 6 of these with exposed carbon Okay. in this model variant. Okay. But 12 of the Revolution Roads that with the open top and the Okay. wing and the spoilers. Also es gibt nur 12 davon und nur 6 Stück mit komplett carbondicht. Und das Auto hat einen Sound. Wenn wir es ausgestrahlt haben, guckt es euch an. Wenn nicht, lasst euch überraschen, weil wir sind dieses Auto gemeinsam gefahren. Bevor es jetzt weitergeht mit unserer Pebble Beach Geschichte, muss ich euch noch eine Sache sagen. Ein Kumpel von mir wollte letztens sein Auto verkaufen. Was ist ihm passiert? Der hat das Auto nicht verkauft und wollte es rückwärts in die Garage reinfahren und ist in sein anderes Auto reingeknallt. Und jetzt kommt es auf die Versicherung an. Selbst bei einem Hennessy, der über 1800 PS hat und über 3 Millionen Euro kostet, kann mal ein Unfall passieren, was ein bisschen härter ist und zack, du bist berufsunfähig. Wir sind das Auto ja auch mal gefahren und wenn ich da eine Kurve nicht gekriegt hätte, könnte es bei mir auch selber passieren. Und das ist für mich wichtig und für meine Familie wichtig, dass es weitergeht. Deswegen schaut euch eine Clark-App an, da werdet ihr beraten. Eine Sache noch, sobald ihr eure Versicherung dort hochlädt, geht ihr sozusagen einen Versicherungsmakler ein. Deswegen ladet auch nur die Versicherung hoch, worum sich Clark kümmern soll. Und unter Code Hamid könnt ihr euch einen Gutschein bei Best Choice in Höhe von 45 € sichern. Ihr müsst dafür Clark-App runterladen und 3 Versicherungen hochladen. Dann könnt ihr euch die 45 € sichern. Alles fit? Danke, dass das geklappt hat. Das ist unglaublich. Das fit? Kriegt man ein Espresso hier? Wo ist euer Hut? Vielen Dank. Gott sei Dank habt ihr meinen Anzug noch besorgt. Der war ja noch im anderen Hotel. Klein, oder? Nee, habe ich selber genäht. Ach. Nein. Ein bisschen spießig hier. Wir schneiden das nicht raus, ja? Ich will jetzt euch Outfit von Samuel. Komm her. So sieht unser Samuel, unser Kameramann hier aus. Hier, zack, ganz lässig. Ananas, spar dir das oder was auch immer. Boah, ich liebe Wassermelone, ich schwör's euch. Ich würde jetzt am liebsten alle nehmen. Ich fange erst mal damit an. Die haben sich jetzt die Sitze ergattert und bleiben da sitzen, bis es losgeht. Ne? Mach doch mal hin, ne? Deutsche Hand. Ja, ich habe ja meinen Bademantel auch noch mit. Jetzt geht's weiter. Jetzt sind wir bei den neuen AMG. Und ich habe Robert da. Robert ist einer der Designer bei Mercedes. Unter anderem AMG, der dieses Auto auch designt hat. Er will mir kurz was erzählen über Steinschläge, weil daran arbeiten die täglich, dass die neuen Autos keine Steinschläge bekommen. Kritisch für mich, okay, aber gut für ihn. Wir hören uns das an, aber bleibt dran, weil wir gehen gleich runter und schauen uns die fettesten Oldtimer an, die hier auf Pebble Beach sind. Und ich möchte seine Meinung als Designer hören und ich habe noch eine geile Wette laufen. Also, kommt mit, wir gehen mal einfach frech rüber. Robert ist auch beschäftigt. Achso. Robert, wir wollten dich nicht stören. Hi, Hamid. Grüß dich. Hi. Hi. Lambo-Designer. Ah, Lambo-Designer. wow. Lamborghini-Designer. Cool. Danach mal rumkommen. Ja, machen wir gleich. Machen wir gleich. Bis gleich. Ciao. Super. Bevor ich dir deinen Ton gebe, damit wir dich auch hören können. Ich habe die interessantesten Gespräche mit Robert. Ich sag's euch. In Denver haben wir uns kennengelernt. Da hast du mir erstmal Stern erklärt. Also In Lissabon oder wo das war alles. Ja. in Lissabon haben wir uns kennengelernt. Lissabon haben wir uns auch. Tut mir leid. Aber viele Infos, die ich habe ich dank Robert. Das ist einfach so. Du designst Autos bei Mercedes. Richtig? Darf ich, ja. Die- Das darf ich.
Das darf er. Ich freue mich, weil ich habe eine richtig coole Wette am Laufen mit ihm. Aber jetzt verkabeln wir ihn erstmal, damit wir ihn auch hören können. Und dann geht es weiter mit Robert. Es ist unglaublich, was hier alles rumläuft. Also ich finde das ja mega interessant. Als ich dich das erste Mal gesehen habe, war für mich so ungewöhnlich. Meine Freunde, wir stehen neben dem Mann, der bestimmt was an AMGs rauskommt, der da auch dieses Auto designt hat. Ja, natürlich ist ein großes Team dahinter, klar. Ja, Ja, klar. Aber am Ende würde ich jetzt meinem Chef auch das nicht zeigen, was mir nicht gefällt. Ja, okay. Und daher habe ich Okay. da schon einen gewissen Einfluss natürlich. Ja, aber das ist Wahnsinn. Das muss man sich mal vorstellen. Zeichnest du das Auto richtig? Wir Komm, lass machen mal zum ja, Auto. Wir machen ja natürlich zuerst Skizzen, klar, das kann auch auf einer Serviette sein, wie heute Abend zum Beispiel. Das darf ich dir dann natürlich nicht zeigen, für das Auto dann in Zukunft. Aber dann machen wir Tonmodelle tatsächlich. Wir sind der Meinung, dass man diese sexy, volle, überspannte, runde Flächen ja am besten nur mit der Hand hinhobeln kann. Ja? Okay. So, unser Thema heute, bevor es weitergeht, ist Steinschläge. Weil, Robert, du kümmerst dich auch darum, dass das Auto keine Steinschläge bekommt. Oder Unter kaum. anderem tatsächlich. Aber was ja. macht man denn dann? Das ist tatsächlich so. Die Aufgabe des Designers ist, nicht Kunststoff, sondern Blech zu schützen. Okay. Ja? Vor allem auf der Seite, Schweller, da wird natürlich die Tür benagelt. Okay. Das passiert sehr schnell. Und wenn der Schweller nicht so gestaltet ist, wie bei uns bei Mercedes, Das heißt hier an der Zeigungsplatte. dann hast du natürlich dann auch Steinschläge auf der Türe. Oder bestimmte Hersteller müssen dann halt hier Ja, durchsichtige Folie kleben, die aber leider nach einem Jahr gelb sind. Ja? genau. Aber die neuen Folien nicht Die mehr. nicht mehr, die nicht mehr, die Nein, nicht die mehr, neuen die nicht Folien mehr. nicht mehr. Aber ich weiß genau, worauf du Tatsächlich, hinaus pass auf, willst. tatsächlich. Das sind Ja. diese Ecke hier. Ja? Diese Okay. Ecke. Auch hier zum Beispiel, da steht Kunststoff, steht 2 mm über dem Blech. Ja? Ja, Das sind so die kleinen Tricks, die musst du bei Mercedes einfach krass. machen und Ja, wissen. ja, ja. Wie gesagt, es gibt viele, die das dann einfach sagen, ist halt so, ja. Aber nee, bei uns nicht. Ich möchte mit dir was wetten. Ich gucke mit einem Designer mir die Oldtimer an. A, würde mich deine Meinung interessieren, aber lass uns bitte Folgendes machen, weil wenn Robert und ich irgendwo nebeneinander stehen, ist mindestens eine halbe Stunde. Wir nehmen pro Auto maximal 30 bis 45 Sekunden, dann gehen wir weiter, weil sonst sind wir bis heute Abend hier. Wir gucken uns 10 Autos an. Und meine Wette ist so, was meinst du, wie viele Autos da unten haben Steinschläge? Naja, ich meine, wir sind ja hier in Pebble Beach, ja, und Ja. würde ich jetzt eigentlich erwarten, dass nicht so viele das haben. Sag, ja? sag mal Zahlen. Ich würde mal sagen, das ist ja so, Steinschlag kann auch, es kann überall sein. Es kann auch auf dem Scheinwerfer sein, überall. Ja klar, Ja, an Steinschlag der- ist an der Steinschlag. Front. Steinschlag. Ich Das sag kann mal auch auf der Scheibe sein. 50%. Das heißt 5 Stück. Ja, 5. Aber ich will dich nicht manipulieren, du sagst das. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Aber Okay, ich du würde jetzt mal sagst 5, tippen, ja? ich sag 3. Wir wetten Gut, um einen okay. Espresso. Gut, Okay. gut, das kann ich mir noch leisten. Gut, okay. Oder um ein AMG. Okay, jetzt wird's spannend. Was haben wir gesagt? Okay. Wir haben gesagt, wir picken uns 10 Autos raus, 30 Sekunden und gucken Das nach sehe, guck mal, das Steinschläge. sehe ich aus 10 Metern Entfernung, dass der voll mit Steinschlägen ist, oder? Das ist so gemacht. Ja, klar. Der besteht ja aus Steinschlag, oder? Alter. Okay, Ja. 1-0. Oder? Ey, Würde das ich ist sagen, jetzt oder? natürlich fies für mich. Das sind Vorkriegsmodelle, Mann. Aber der hier nicht. Warte. Warte, nein. Ah, guck mal, was ist das hier? Das ist ein sogenannter Steinschlag. Shit, der hat recht. Okay, das ist, oder? Sogenannter Steinschlag, ne? Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Du hast sie dir doch vorher angeschaut. Nein. So, weißt du, was wir machen? Wir machen da weiter. Classic 1, also das ist ein Mercedes. Alles Oh, Mercedes. da würde ich sagen, der hat wahrscheinlich keine. Der hat wahrscheinlich keine, ne? Der kommt ja vom Museum. Der hat keine. Würde ich jetzt auch sagen. Der Nein, hat guck mal, der hat keinen. Der ist keine. Der top ist restauriert. richtig, ja, Der das- ist top restauriert, der Junge. 2-1. Aber wir sind jetzt zu Mercedes-lastig. Wir haben eben schon Mercedes gehabt. Komm, wir gehen weiter, Nicht nur Aber Mercedes. warte mal, pass mal. Interessant Ja, okay, ist hier. Ich würde sagen, Lippe, ja genau. weit gekommen, ne? Ja, genau. Ich würde sagen, der ist top im Schuss. Aber schau mal, den Scheinwerfer würde ich jetzt mal sagen, dass da ein Steinschlag ist in der Mitte. In der Mitte, guck mal, siehst du? Würde ich jetzt irgendwie sehen. Nee, das ist eine Fliege. Das ist eine Fliege. Nein, das ist eine Fliege. Ist das eine Fliege? Das ist nicht beweisbar. Okay. Das ist nicht beweisbar. Kannst du ein paar Videos Das ist wahrscheinlich die einzige Das ist- Fliege auf allen Autos heute. Nein, das ist eine Fliege. So, wir gehen mal woanders hin, weil wir haben nur Mercedes. So, da fangen wir an, da vorne. Pegaso, kennst du Pegaso? Ne? Ich auch nicht. Aber schön. der ist ja aber neu lackiert, Aber oder?
Oder? Du hast bei jedem Fahrzeug hast du irgendwas. Ja, das ist unglaublich. Aber das sieht sehr schön aus. Wenn der letzte Woche lackiert wurde. Ja, aber das sieht Das so wurde aus. nachgepinselt hier. Ja, Mit das der sieht doch, Hand. genau das ist doch, was ich feiere. Ja, Es muss nicht nein, immer nein, alles nein, allglatt sein, oder? Also 2-2. Also das Auto ist schon mega geil, aber ihr seht auch, dass die Leute ein bisschen crazy sind und ein bisschen heftig angezogen sind. Der hat seinen Hund in einen Kinderwagen. Ich will nicht wissen, was ein Kinderwagen kostet. So, Beweis Nummer 2, auch kein Steinschlag. Jetzt haben wir 3-2, das heißt, wir haben uns jetzt 5 Autos angeschaut. Guck mal, hier ist ein Sitz, wo sie sich dann raufsetzen könnten. Hier, nochmal, gesondert. Und das Ganze nennt sich im Fachjargon Schwiegermüttersitze. Ne, hier haben sich immer die Schwiegermütter reingesetzt. Die Ja. wollte man in der Kabine drin nicht haben. Ne? So, wir gucken uns mal ein Bentley an. 25er Bentley, 3 Liter, Supersport. Gut. Sieht man hier Steinschlag, ne? Ja, Okay. Sieht man. 3,3. Das finde ich ja mega schön, dass du so ein Patina hast. Das ist Wahnsinn, das ist mega schön. Also hier, wenn ich hier im Jury sitzen würde, würde dieses Auto von mir auf jeden Fall gute Punkte bekommen. Von dir? Finde ich jetzt nicht so mein Fall, aber wie gesagt, an sich sehr interessant. Schwarz-matt, ne? Musst du überlegen, ne? Ja, klar. Die meisten waren ja nicht matt Genau. zu der Zeit. Und viele Grüne waren die. British Ja, ja. Racing Green Ja, kam ja. ja damit. Ja, ja. Aber guck mal, der ölt auch ein bisschen. Ne? Aber das interessiert dich gar nicht als Designer, ne? So, unsere Elektroautos ölen nicht mehr so. Ne? Weiter geht's. Das ist heftig. Das Das Auto waren hat die eine größten, das waren wahnsinnig große Autos. unglaublich, ja. Aber der hat Steinschläge vorne, aber gewaltig. Das, Also die können wir hier nicht leugnen. Ja, das ich kannst du sag's nicht euch, leugnen. ich sag's euch, foliert doch eure Autos. Ich sag's doch, das kannst du nicht leugnen. macht PPF drauf, Paint Protection. Macht. Fußgängerschutz war damals auch, Ja, noch auch nichts, nicht, ne? ne? Ja, ja, genau. Worauf du jetzt alles achten musst, und das ist hier alles Stahl, alles Chrom. So, okay, Ja. es steht 4:3 für Robert. Letztes Auto? Nee, 2 noch. So, jetzt geht's los. Ja. Also, ich würde mal sagen. Oh, Warte mal, stopp. Ja. Ja. ich wollte schon weitergehen. Ja, Der ja, sieht alles, ja. der sieht alles. Sag mal. Nee, du darfst nicht so schnell. Ja, Das ich ist weiß, so. ich weiß, ich weiß. Weißt du, es gibt ja Second Read und es gibt First Read, ja? Hier. Der hat hier einen Steinschlag, Ja. aber fett. Hier, auch hier auf der Chrom hat er auch. Ja, ja. Ja, das ist okay. Aber weißt du, bei so alten Autos, Ja, muss es ja. Das Auto lebt das ja. gehört dazu. Absolut. Das gehört absolut. dazu. So, es steht jetzt 5:3. 2 Autos noch. Der ist ist jetzt- mega. der Ich ist kenne mega. das Auto zwar nicht. Ich Marmon auch nicht. 16. Und wie gesagt, 16 das klingt nach 16 Zylinder. stimmt. Stimmt, das kann Stell dir sein. mal vor. Le Baron Victoria Coupe. Vorkriegsmodelle ist eine Liga für sich. Du kannst als Oldtimer-Händler auch nicht nebenbei Vorkriegsmodelle verkaufen. Das funktioniert nicht. Das geht einfach nicht. Der ist perfekt, oder? 5-4, Finale. Ja. Entweder unentschieden oder Espresso auf mich. Das gab schon lange nicht mehr. Oi, 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 oi. Was ist denn der Second Read jetzt? First Read haben wir ja schon. Ja, ist ja, ich würde auch sagen, der ist ja auch mega, ne? Ich meine, das ist irgendwann hier. Guck mal, wie Müsste er man auch guckt. fast schon jetzt Guck mal, hier, wie er guckt. Das ist so genial. müsste man fast schon anfassen, ne? Ja, Robert. der ist top, oder? Robert, der ist richtig gut. Ja, natürlich ist Ich der würde, gut, klar. also ich würde mal sagen, Ja, unentschieden wohl, oder? 5-5. Also, wir gehen trotzdem einen Espresso trinken. Und jetzt kommt ein Highlight. Jetzt kommen die Autos und ich bin gespannt, welches Auto gewonnen hat. Was meinst du, gewinnt ein Vorkriegsmodell? Keine Ahnung. Er ist so, I don't know. wisst ihr was? Robert ist der Coolste da drin, immer neutral zu bleiben. Was ist denn los hier? So, jetzt gehen wir wieder hoch. Und nur für euch als Spaß. Ein Espresso kriegen wir auch so, das war nur ein Scherz. Ihr wisst, ich darf nicht wetten, wir würden niemals wetten. Ich wollte um einen AMG wetten, aber das hat Robert nicht hingekriegt. Bis gleich. So, jetzt ist es soweit. Es ist ganz exklusiv. Der Chef von Maybach nimmt sich extra Zeit für uns, der Daniel. Ich habe schon 1, 2 Espresso mit ihm getrunken. Heute ist auch noch Finale. Heute ist der Tag der Tage. Heute sind hier Autos in Werte von mehreren Milliarden Euro. Und jetzt gehen wir mal rein und begrüßen ihn mal. Daniel, grüß dich. Hamid, schön, Alles dass ihr gut? da seid. Vielen Dank. Danke für die Einladung und danke, dass du dir Zeit nimmst. Aber gerne, toll, dass ihr ich, da seid. Ich weiß ja, wie deine Termine hier durchgetaktet sind. Du hast hier ein paar Autos aufgestellt, den Genau. S680 sozusagen, das ist das Auto schlechthin. 12 Zylinder,
Ne? Dann haben wir hier, Das ist die Night Series. Das ist ein Designpaket, das wir jetzt gerade in New York vorgestellt haben. okay, Im Mai. Okay. Und man sieht es ganz toll. Eine eigene Felge, alles in dunklen Look, dunkler Chrom. Dann die rosé-goldenen Akzente. Ja. Und das Paket gibt es auf allen Maybach-Fahrzeugen. Ah, das heißt, okay, wir haben verstehe. das auf der Maybach S-Klasse, auf dem SUV Verstehe. und auch auf dem Auto, das wir Verstehe. gerade im April vorgestellt haben. Okay. Dem ersten vollelektrischen Maybach. Ein Elektro, ich weiß, ihr seid keine Elektrofans, aber es ist halt die Zeit. Wir müssen mit der Zeit mitgehen. Den habe ich ja als Mercedes EQS SUV in Denver getestet. Da war ich ja so überrascht, dass das Auto von außen ziemlich kompakt wirkt, aber innen extrem viel Platz hat. Wir kommen gleich zu den Fragen, aber ich muss mal erst mal sagen, was für mich hier neu war, was mir in Pebble Beach hier sofort aufgefallen ist, sind eure neuen Felgen. Ich finde es mega filigran. Es ist natürlich immer Geschmackssache. Der eine mag es, der eine mag es nicht. Aber ich persönlich finde, es ist was anderes und es passt zu Maybach. So, jetzt kommen wir mal zu der Lackierung. Du hast ja hier ein Auto stehen, ein Vorführfahrzeug, Trim. Also oben eine Farbe, unten eine Farbe. So, darf ich die Tür aufmachen? Bitte. Wenn ich die Tür aufmache, seht ihr, dass das Auto, also eigentlich komplett, ich weiß jetzt nicht, wie die Farbe genau heißt, Anthrazit würde ich es mal jetzt erstmal so ganz vorsichtig nennen. Dann wird alles abgeklebt, komplett. Dann wird es nochmal in schwarz lackiert. Und dann wird nochmal alles mit Klarlack bestimmt 2- oder 3-mal lackiert. Das heißt, dieser Aufwand ist ganz schön heftig. Ne? Der Aufwand ist enorm, ja. Wir Ja. sagen, wenn wir auf diese Zweifarbenlackierung gucken mit dem Pinstripe, den man hier auch schön sieht, Ja. dieser Streifen, der sich durchzieht, dann bedeutet das bis zu einer Woche Mehrarbeit Eine an dem Woche mehr Fahrzeug. Arbeit. Hast du einen Maybach als Firmenwagen? Ich bin in der absoluten privilegierten Situation, dass ich die Chance habe, verschiedene Fahrzeuge auszuprobieren, die zu testen. Okay. Aber ich fahre nicht mit einem Maybach-Fahrzeug jeden Tag zur Arbeit. Okay. Okay. Aber würdest du auch mal gerne eine andere Marke? Oder hast du eine Sammlung? Hast du irgendwas, was du gerne fahren würdest, aber nicht mehr darfst, weil du für den Konzern arbeitest? Wir können das offen sagen. Wir setzen uns auch mal in Wettbewerbsfahrzeuge rein Okay, und okay. schauen, was da passiert. Okay. Nicht um es zu genießen, sondern um tatsächlich zu gucken, wo können wir noch besser werden und nehmen dann die Themen wieder mit und lassen die in unsere Arbeit einfließen. Daniel, vielen, vielen Dank. Ich würde Danke. mal sagen, wir müssen rüber langsam. Absolut, Ne? so langsam geht's Und, los. Genau. Und jetzt trinken wir erstmal einen Espresso. Also ich bin zwar mit Oldtimern groß geworden, aber ich muss sagen, neue Autos sind inzwischen für mich, also es ist halt besser, aber jetzt kommen die besten Autos der Welt. Und jetzt bin ich mal gespannt, welches Auto zuerst ging. Also hier sind die Autos dann gekürt worden, es sind so Schiedsrichter da, die dann die Autos bewerten. Und je nachdem, wie die restauriert sind, Historie und so weiter. Und heute ist ein Auto, die den ersten Platz macht. Und das bringt alleine eine riesen Wertsteigerung, wenn du in Pebble Beach auf Nummer 1 gelandet bist, weil hier ist Champions League. Und jetzt geht's los. Jetzt gehen die ganzen Schiedsrichter rauf. Die haben die Bewertungen abgegeben. So, und es ist eine Sache Fakt, es ist die größte Veranstaltung auf der ganzen Welt. Südfrankreich ist hier gegenüber nichts. Die ganzen arabischen Länder, es ist nichts. Die asiatischen Länder, es ist nichts. Das, was hier ist, es ist unfassbar. Und das, was wir heute sehen, ist Oldtimer. Das, was wir die letzten Tage hier erlebt haben, so viele Hypercars, das habe ich noch nie auf einem Fleck gesehen, auf der ganzen Erde noch nicht. Seitdem ich dabei bin, noch nie. Es ist einer meiner Favoriten, das Auto, echt. Es sieht so geil aus. Die Kennzeichen und Nummer ist per Hand draufgemalt, einfach so per Pinsel. Das siehst du vom Nahen besser. Wow. I love this color.
mal die schöne Farbe an. Ey. »72nd«, also 76. Mal, dass sie das hier machen. Das ist schon krass. Oh, er ist ein bisschen zu weit gefahren. So, meine Lieben, das geht jetzt hier 4 Stunden lang. Es sind so viele Oldtimer da. Ich hoffe, der Beitrag hat euch gefallen. Ich wollte euch ein bisschen näher hier ranbringen an diese ganze Szene. Das ist hier Champions League Automobilszene. Die ganze Welt trifft sich hier. Hier triffst du die Head-Offs, hier triffst du die CEOs, hier triffst du die Chefdesigner. Hier kannst du mit den Chefdesigner diskutieren, was du gut findest, was du nicht gut findest. Es lohnt sich für jeden, der ein bisschen, der Autoliebhaber ist sowieso, aber der ein bisschen sich für Autos interessiert. Pebble Beach ist die Nummer 1. So, und jetzt sind wir gleich am Ende von Pebble Beach. Denkt dran, am Anfang, was ich euch über Clark erzählt habe, wir blenden euch nochmal einen Barcode ein und alles Weitere findet ihr unten im Text, die ganzen Informationen, was ihr auch unter meinem Barcode und so weiter bekommt. Viel Spaß noch. Ciao.